Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja auch schon mal gezeigt, wie ihr für Scrapbooks solche Ringbindungen machen könnt mit der Cinch. Und da gibt es noch eine weitere Option und ich habe das Gerät zum Ausprobieren bekommen von Yasando und das möchte ich euch heute gerne zeigen und ich werde euch auch gleich 3 Projekte damit zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Bevor ich ins eigentliche Thema reingehe, wollte ich euch noch kurz was sagen. Ich habe nämlich heute Morgen auf meine Statistik geguckt und ich habe tatsächlich 20.000 Abonnenten. Das ist wirklich der helle Wahnsinn für mich. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert, dass es so schnell geht. Und da wollte ich euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür sagen, weil das ist nicht selbstverständlich für mich und ich habe mich wirklich riesig drüber gefreut. Auch ein herzlichen Dank wirklich an diejenigen, die schon lange dabei sind und mir auch treu geblieben sind. Von dem her, wie macht man das? Diesen hier. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Aber das eigentliche Thema, worum es heute geht, ist ja das hier, die Mini-Cinch. Disc Cinch, da gibt es verschiedene. Das ist die Disc Cinch und die arbeitet mit solchen Discs. Ich hatte euch schon mal die große Cinch gezeigt und zwar die für die Ringbindung, weil hier kommt ja dann so eine Drahtringbindung rein und das sieht dann so aus. Ist auch eine schöne Sache, hat halt einfach das Thema, dass ich da nichts mehr wieder rausnehmen kann. Jetzt gucken wir uns mal an, was für Löcher die beiden im Unterschied machen. Upsi. Wenn ich hier die Cinch nehme und da mein Blatt reinlege, dann seht ihr, dass ihr solche Quadrate habt, wo dann eben die Ringbindung reinkommt. Bei der hier da gibt es solche kleine quasi Pilzformen, wo ich dann diese Discs einfädeln kann und so das Papier zusammengehalten wird. Jetzt lasst euch nicht von der Größe irritieren, das ist ganz einfach die normale Größe. Die gibt es aber auch als Mini. Die ist dann anstatt rosa ist die mintgrün. Und das hier ist eben die Mini-Cinch für die Discs. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass ihr hier nur diese 4 Elemente stanzen könnt, sondern ihr könnt auch größere Blätter stanzen. Ich habe jetzt hier ein A5 Blatt. Und hier vorne drauf habt ihr die Größenangaben oder in welche Löcher ihr dieses Hilfselement stecken müsst. Und da steht zum Beispiel A für A4, A5, A6, A7. Das heißt, ich habe hier ein A5 Blatt und mache das somit in diese A-Löchlein rein. Dann kann ich das Blatt nach hinten schieben, gucken, dass es hinten schön anliegt, hier an diesem Element anliegt und das mal stanzen. Jetzt habe ich die ersten 4 Löcher. Jetzt kann ich das wieder wegnehmen, hier wieder reinmachen, falsche Richtung, sowas. Und dann habt ihr hier auf der Seite wie einen Noppen, den ihr reinschieben könnt, damit ihr dann die weiterfolgenden Löchlein wieder schön mit dem gleichen Abstand machen könnt. Jetzt habe ich das einfach ins letzte Loch, was ich gestanzt habe, habe ich das reingemacht und stanze auch wieder. Und dann habe ich die wunderschön verteilt und eben trotz der Größe kann ich auch A5 Blätter machen, A4 Blätter machen, was auch immer ihr braucht. Ein weiteres hilfreiches Element ist hier diese Center-Linie und die werde ich für meine Projekte verwenden, damit ihr auch seht, dass ihr nicht zwingend eben auf diese Größenangaben gucken könnt, sondern individuell
auf die Größe von eurem Projekt dann die Löcher machen könnt, damit die schön zentriert sind. Wenn ihr sie nicht braucht, könnt ihr ganz einfach hier diesen Haken hochnehmen, wieder runter machen und dann kann die so verstaut werden und so habt ihr wirklich schön kompakt, ne, im Vergleich zum Original. Ist quasi die Hälfte so groß und auch wesentlich weniger hoch. Also, ne, das eine platzsparende Variante. Auch wie bei der anderen, alles was ihr gestanzt habt, wird hier hinten in diesem Fach aufgefangen. Könnt ihr rausschütteln, das wieder drauf machen und so ist die auch schon wieder gereinigt. Für das erste Projekt habe ich mir so einen kleinen Notizblock gemacht und die Motive, mit denen ich heute arbeite, das ist auch wieder von Glückpunkt. Ne? Die Digi-Stamps habe ich euch gezeigt, als ich euch die Karten gezeigt hatte. Da mache ich euch auch einen Link rein. Ich zeige euch jetzt nicht nochmal, wie ich mit Digi-Stamps arbeite. Das seht ihr wirklich in dem Video. Ich habe das erste Blatt, habe ich einfach zwei quasi ausgedruckte Blätter aufeinander gelegt, Vor- und Rückseite, und habe es laminiert. Das geht ganz einfach hier mit so einem Laminiergerät und solchen Laminierblättern, heißt es, glaube ich. Die sind oben zusammen gemacht, da könnt ihr einfach euer Element quasi reinlegen. Immer gucken, dass ihr ein bisschen Abstand ringsherum habt, damit es dann auch sich versiegeln kann. Und wenn die dann richtig heiß ist, könnt ihr das einfach durchschieben oder es zieht es quasi selber durch und dann habt ihr das Ganze laminiert. Der ist wirklich nichts Besonderes. Der ist vielleicht, was habe ich bezahlt? 30 Franken für den, also ganz normaler, handelsübliches Laminationsgerät. Und das habe ich eben mit der Vorderseite und mit der Rückseite gemacht, damit ich hier quasi eine feste Bindung für meinen Schreibblock habe. Dann habe ich hier noch einen Karton in derselben Größe zurechtgeschnitten und komme ich gleich dazu und dann einfach so kleine Notizblätter mit Punkten ausgedruckt und die auf die entsprechende Größe zurechtgeschnitten, dass ich hier schön einen Schreibblock habe oder Notizblock habe. Und was ihr auch machen könnt, die Cinch, das ist das Schöne daran, die kann wirklich durch dickes Material stanzen. Das heißt, die wird keine Probleme haben, durch laminierte Materialien zu stanzen, durch Karton oder auch hier, ich habe so ein Plastik auch zurechtgeschnitten und dann einfach noch einen Kleber drauf geklebt und werde das quasi so als Trennung innen drinne verwenden, weil das Schöne an der Disc Cinch ist ja, dass ihr Sachen wieder rausnehmen könnt. Nicht so wie mit der Drahtbindung. Und das war der Gedanke hier, dann kann ich dieses Element immer wieder rausnehmen und reinmachen. Aber das seht ihr gleich. Das Wichtigste ist die Größe erstmal. Ich habe hier von der Höhe sind es 13,5 cm und von der Breite sind es 9,5 cm. So habe ich das Ganze zurechtgeschnitten. Hier das Laminierte habe ich mit einem Eckenabrunder einfach noch die Ecken abgerundet, weil ich das schöner fand. Selber habe ich auch hier beim Plastik gemacht. Jetzt hatten wir gesagt 9,5 cm. Jetzt mache ich mir kurz eine Schablone, damit ich dann alles gleich stanze. Und zwar eben auf diese 9,5 cm, weil ich will die Bindung oben machen. Und jetzt gucke ich mir an, wo die Hälfte ist von diesen 9,5 cm. Das müssten ja 4,75 sein. Und dann mache ich mir hier eine Markierung. Dann weiß ich, das ist die Mittellinie. Und so kann ich das jetzt hier genau an dieser Centerlinie anlegen und das mal stanzen. Dann sehe ich, ich brauche für die 4 Löcher
4 Discs. Da nehme ich für dieses Projekt die rosa-roten. Dann nehmen wir hier die Cinch. Und jetzt gucke ich mal beim Plastik, wo hier in etwa die Hälfte ist, dass ich das jeweils mit 2 umfasse und lege das so rein, dass die Centerlinie wieder schön abschließt mit meiner Schablone. Und so stanze ich das. Und dann habe ich wunderbar, das seht ihr definitiv nicht, weil es durchsichtig ist, ne? Vielleicht so. Sorry, ist nicht sichtbar für euch, ich merke es gerade. Aber ich habe jetzt hier 2 von diesen Pilzen schön mittig drauf. Dann können wir dasselbe mit dem Deckblatt machen. Auch wieder schön mittig hinlegen. In die Cinch rein, die Mittellinie von meiner Schablone und die Centerlinie ausrichten. Upsi, nicht verschieben. Und das stanzen. Auch hier habt ihr es gestanzt. Bei dicken Materialien kann es manchmal sein, dass so ein bisschen Überstand stehen bleibt. Ist aber kein Thema, das könnt ihr einfach kurz abschnipsen. So, dann habe ich hier 4 von diesen kleinen Pilzen drauf. Und das mache ich quasi jetzt mit jedem Element. Die Vorder- und Rückseite mache ich einzeln, alles andere könnt ihr dann durchaus mehrere Blätter reinmachen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht jedes Blatt einzeln stanzen, ne? Das heißt, jetzt nehme ich immer ein paar Papiere zusammen, mache die Schablone drauf und lege die entsprechend in die Cinch rein. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, ne, wenn ihr euch die Schablone anguckt, die da reinschiebt, dass die Linie schön da abschließt mit dieser Centerlinie. Dann könnt ihr hier gucken, wo euer Papier quasi zu liegen kommen muss, damit es stimmig ist. Und bei mir wären das jetzt 9,4. Also könnte ich das Papier auch einfach nehmen und hier bei diesen 9,4 anlegen, hier drüben. Und das so stanzen. Ich kontrolliere noch kurz, ob das wirklich stimmt. Ja, das ist genauso. Dann kann ich das auch so stanzen. Einfach immer gucken, dass das Papier wirklich schön hinten anliegt. So, jetzt habe ich schon meinen ganzen Block gestanzt. Die Rückseite, kurz gucken, rosa ist innen, grau ist außen, meine Schablone und das Deckblatt. Alles gestanzt. Und jetzt kann ich das Ganze einfädeln. Das heißt, ich nehme hier einfach die Disk und schnappe die so ein. Und dann nehme ich einfach ein paar kleine Stapel, einen nach dem anderen. Und mache die auch so auf die Disk drauf. Woke up at the break of dawn, empty hotel room,
Just had to get up, get dressed, get out. Und so habt ihr hier wunderbar einen Notizblock, den ihr verwenden könnt. Und das Schöne ist halt einfach, ne, wenn die Seiten mal voll sind, könnt ihr einfach nur die Seiten rausnehmen, neue Seiten reinmachen und den weiter verwenden. Ne? Funktioniert wunderbar, ne? Als kleiner Notizblock. Das war das erste Projekt, was ich euch zeigen wollte. Und vielleicht von der Frage her, das Bild hatte ich euch gesagt, der Schriftzug, das ist im Moment so ein bisschen mein Liebling. Die Schrift habe ich von Dafont und das ist Snowyland, also Englisch für Schneeland. Das nächste Projekt gibt so quasi einen kleinen Stellkalender. Da habe ich mit diesem süßen kleinen Panda gearbeitet. Ich finde den wirklich super, super süß. Und da brauche ich Graupappe. Ich habe ein A3 Papier zum Einfassen. Das ist ein 120 Gramm Papier, weil ich werde es dann eh noch matten. Und zwar habe ich hier ein Herzchenpapier, ein gestreiftes Papier für den Rücken. Dann habe ich solche Reiter gemacht für die einzelnen Monate, wo ich einfach unterschiedliche Papiere verwendet habe, ein bisschen unterschiedliche Farben. Und das ist ein 200 Gramm weißes Papier, was ich einfach bedruckt habe mit diesem Motivpapier und dann den Panda drauf gemacht habe. Hier noch so ein abgerundetes Eck und mit auch wieder Snowyland draufgeschrieben. Wenn ihr euch fragt, wie man diese Reiter machen kann, das ist ganz einfach mit dem Envelope Punchboard. Da habe ich einfach abgemessen von der ganzen Breite durch 3 und konnte das dann hier, ich zeige es euch mit dem, konnte das hier dann einfach anlegen und das so ausrichten. Das waren bei mir, glaube ich, 6,7 oder sowas. Ne, 6,5. Es waren 6,5. Dann habe ich das hier auf der 6,5er Linie angelegt, gepuncht, dann umgedreht, auch wieder auf der 6,5er, wo haben wir es hier, 6,5er angelegt auf der Seite, wieder gepuncht und dann hat es hier so 2 Ausbuchtungen und den Rest habe ich einfach abgeschnitten und das zwar unterschiedlich, immer für 3 Monate. Ne? Beim ersten habe ich die erste Lasche stehen lassen, den Rest abgeschnitten. Beim zweiten habe ich die mittlere Lasche stehen lassen, den Rest abgeschnitten. Und bei der dritten habe ich die hinterste Lasche stehen lassen und den Rest abgeschnitten. Und so habt ihr dann eben wunderbar diese Reiter pro Monat. Und das habe ich dann einfach 4-mal wiederholt, so dass ich das immer für 3 Monate habe. Ne? Das ist das. Dann habe ich den hier ausgedruckt mit dem Druck und dann schneiden. Ich habe es mit dem Silhouette Cameo gemacht und das dann ganz einfach ausgeschnitten und zwar einmal gedruckt und dann habe ich dieselbe Form einfach noch 2-mal ausgeschnitten und die dahinter geklebt mit Flüssigkleber. Und ich habe natürlich nicht nur eins gemacht, sondern ich habe mehrere gemacht, damit ich das dann auch für andere Projekte verwenden kann. Dann innen drinne, das könnt ihr so gestalten, wie ihr das wollt. Ich habe es so gedacht, dass ich ein Blatt pro Woche mache. Somit steht da jeweils April oder der Monat, dann die Woche und dann Montag bis Sonntag mit dem Datum und so kleine Linien auch noch, damit ich da kurz was reinschreiben kann. Das ist meine Idee, aber das könnt ihr, wie gesagt, so gestalten, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich habe es jetzt beispielhaft nur mit 4 Aprilwochen gemacht, aber das würde man dann natürlich entsprechend für das ganze Jahr machen. Von den Discs her verwende ich die dunkelgrauen, das passt eigentlich wunderbar zum Motivpapier dazu. Jetzt kann ich die Sachen schon mal punchen. Und zwar habe ich hier einen Streifen, also die ganze Seite von der Länge her ist 19,4, die Hälfte sind bei 9,7. Deshalb gebe ich das hier auch wieder, diese Mittellinie, ne,
hier in dieser Center-Linie. Und stanze das schon mal. Sind es nur 4, ich brauche wesentlich mehr. Jetzt kann ich das reinlegen und hier auf der Seite eben diesen Noppen runter machen. Nochmal punchen, den wieder hoch machen. Dann drehe ich das Ganze um. Nehme auch hier das letzte Loch, was es gemacht hat. Und punche auch da nochmal. Weil dann sehe ich, auf die ganze Seite brauche ich 8 Löcher. Jetzt kann ich das hier quasi, diese Pilze dahin legen, wo die Abbildung von den Pilzen ist. So in etwa, es muss nicht super genau sein. Und dann kann ich hier auf der Skala gucken, wo mein Papier liegen muss, damit diese Reihe gestanzt wird. Das sind bei mir 9,3. Dann kann ich mein Papier nehmen und das bei 9,3 anlegen und stanzen. Und dann kann ich hier wieder dieses letzte Loch nehmen, den Noppen hier runter machen und das Ganze nochmal stanzen. Und dann seht ihr, dass ich wunderbar die ganze Reihe gestanzt habe. Und das mache ich jetzt mit den anderen auch noch. Get behind the wheel again. I gotta see your face. I miss you, I miss you. Got a long way left, but I'm gonna make it there tonight. Got my songs on the stereo. It's been a long time coming, but I know we're gonna be alright. Dann sind die schon mal alle passend gestanzt. Und dazu auch die Papiere oder die Wochenblätter. Die kann ich jetzt hier schön in den April reinlegen. Und dann ist das schon mal vorbereitet. Jetzt kümmern wir uns noch um die Hülle. Und da habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, ich habe hier auch noch so ein Buchleinen, weil die 3 Elemente relativ stark gebogen werden und ich hier nur ein 120 Gramm Papier habe, dachte ich, ich verstärke das einfach. Da löse ich schon mal das Klebeband und lege das so vor mich hin und mache da mal ein Element, das mittlere, drauf. Und dann das zweite, da gucke ich jeweils so, dass ich den Abstand von einem Karton quasi habe. Und so lege ich das zweite drauf. Oben und unten möglichst schön abschließend. Und dann können wir das hier oben und unten auch noch umlegen und festkleben. Eine Seite und dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Ich habe gerade gemerkt, dass ich euch die ganzen Größenangaben nicht gesagt habe. Das ist natürlich schlecht. Diese Deckblätter sind von der Länge her 19,4 cm und von der Höhe her 9,2 cm. Dann innen drinne die Wochenblätter, damit man die dann halt einfach, damit die beim Reiter nicht in den Weg kommen, sind die ein bisschen kürzer. Also die Länge sind auch die 19,4 cm und in der Höhe habe ich die so gemacht, dass das
8,3 cm sind. Das ist die Größe. Und dann habe ich bei der Graupappe geguckt, wenn das hier dann oben ansteht, dass ich hier unten einfach noch ein bisschen Platz habe. Und deshalb ist das große Stück ist 20,9 cm. Also alle sind von der Länge her 20,9 cm. Die beiden äußeren sind von der Breite her 11 cm und das innere Element ist 3,9 cm. Das ist das. Jetzt gehe ich hier mit dem Falzbein schon mal rein. Entlang dieser Linie, dem so ein bisschen Form zu geben. So. Jetzt nehme ich mein A3-Blatt und da mache ich in einer Ecke 2 cm, markiere ich mir einen Rand. Und so werde ich das Ganze hier auf das Blatt draufkleben und den Rest dann auch so abschneiden, dass ich überall ringsrum 2 cm habe. Das mache ich mit Flüssigkleber, das ist bei mir ganz normaler Zementit-Flüssigkleber. Was ich mir auch gleich anzeichne, sind die Ecken. Da gehe ich nicht direkt an die Ecke ran, sondern ich lasse da so ungefähr die Dicke von der Graupappe, lasse ich Platz, damit dann nachher die Ecken nicht frei stehen. Dann kann ich die Seiten schon mal so ein bisschen vorbiegen. Und jetzt das Ganze hier innen drin auch noch festkleben. Dann kann ich hier auch diese Falzlinie, also die Einkerbung mit dem Falzbein noch ein bisschen nachziehen. Einfach, dass sich das Ganze dann da schön legt. So, dann haben wir schon mal diese Hülle. Sieht jetzt noch nicht wirklich schön aus, aber jetzt weiß ich auch, wie groß das Designpapier sein muss. Jetzt habe ich hier ein paar Papiere zurechtgeschnitten und zwar für innen habe ich alle auf die Breite von 20 cm geschnitten. Ne? Diese drei. Eins in der Höhe von 16 cm. Der Rücken ist 3,2 cm und die andere Seite ist 10,5 cm. Das kommt innen drinne. Und für außen habe ich einerseits eine Mattung gemacht in hellblau, dann das Designpapier drauf und hier einen Rücken.
Die Mattung selber ist 20,2 cm mal 10,2 cm. Das Designpapier, zweimal natürlich. Das Designpapier ist 19,7 cm mal 9,7 cm und der Rücken ist auch 3,2 cm. Das sind die Papiere, die ich zurechtgeschnitten habe. Jetzt mag ich das gerne, wenn das, was drauf ist, abgerundet ist. Dafür habe ich so einen Eckenabrunder. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, ne? Jetzt, damit ihr das Ganze in der richtigen Orientierung drauf bringt, müsst ihr ja wissen, was das Ziel des Ganzen ist, ne? Das heißt, verschenken ist es so, dass das so drauf kommt und hier der Panda, ne, könnte man auch noch einen Spruch drauf machen, je nachdem ihr das gerne haben möchtet. Und um den Kalender zu nutzen, macht man den dann auf und stellt es so auf. Das heißt, hier sollte das Designpapier dann natürlich in die Richtung gucken, ne? Einfach, das müsst ihr beachten, wenn ihr das Ganze aufklebt. Und genau so klebe ich die Sachen jetzt rein. Jetzt, damit ich das hier richtig stanze, und das stanzen wir hier an diesen beiden Kanten, brauche ich da die Mitte. Das zeichne ich einfach kurz mit einem Bleistift ganz fein ein, damit ich das nachher wieder ausradieren kann. Es sind 21, also sind es 10,5 cm. Ne? Und das natürlich auf beiden Seiten. So. Jetzt ist da natürlich schon ziemlich Material, von dem her müsst ihr da jetzt ein bisschen mit Schmackes stanzen. Aber ich lege jetzt quasi die Mitte hier auch wieder, es war ein bisschen zu wenig weit rein. Versuchen wir das nochmal. Ich lege jetzt diese Mitte, die Centerlinie, hier passend zu dieser Centerlinie. Und jetzt kann ich gleich wie vorhin den Rest auch noch ausstanzen. Und dasselbe mache ich jetzt hier oben auf der Seite. Dann können wir das, was wir angezeichnet haben, wieder wegradieren. So, jetzt ist das meine Außenseite. Hier will ich ja den Teddy quasi noch drauf haben. Und zwar mache ich dir den hier so ein bisschen auf der Seite. Und dann können wir das Ganze einfädeln. Zwar mache ich das mal auf einer Seite. Das heißt,
Na, hier kommen jetzt überall die Discs rein. Dann will ich, dass der Teddy dann nachher so ist, wenn ich das schließe. Das heißt, ich mache hier die ganzen Kalenderseiten drauf. Und wenn ihr den verschenkt, könnt ihr das hier zumachen. Ne? Könnt ihr die auf der Seite einfädeln. Und wenn ihr es dann aufstellen wollt, ne, biegt ihr das einfach rum und macht das hier hinten fest. Es braucht ein bisschen Schmackes bei der Rückseite, aber jetzt haben wir ganz einfach unseren Aufstellkalender, ne? Und da dann eben kann man dann schön Woche für Woche oder ja doch Woche für Woche, so wie ich es angelegt habe, den umblättern und hat dann schön diese Wochenübersicht, ne? Und der steht auch wunderbar. Das ist diese Idee. Somit könnt ihr euren eigens kreierten Wochenplaner machen und den für euch behalten oder den so verschenken. Ne? Das ist diese Idee. Das dritte Projekt, was ich habe, ist ein Scrapbook und da habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar für die Außenseiten zum Einfassen habe ich hier eine Seite, die ist 19 cm mal 19 cm, das jeweils zweimal, ne? Dann ein weißes Blatt, das sind 14,5 mal 14,5. Dann ein Motivpapier, auch 14,5 mal 14,5. Dann habe ich einen Karton, der ist 15 mal 15 cm. Dann habe ich hier das Motiv ausgedruckt und dann geschnitten, plus zweimal einfach nur geschnitten und das alles aufeinander geklebt. Das wird die Außenseite, die kleben wir nachher gleich zusammen. Und dann im Scrapbook drinne habe ich 4 von diesen Seiten. Das ist einfach der Bär, den kriegt ihr als PNG, ne? Und den könnt ihr dann zum Beispiel auch einfach auf ein Designpapier drauflegen. Dann habt ihr das Designpapier im Hintergrund. Das sind 11 cm mal 14,5 cm. Und da habe ich einfach 2 aufeinander geklebt. Das heißt, der Bär und dann ein Motivpapier. Die Seiten selber, ich habe 4 davon. Die 4 werden wir zusammen machen. Das ist so angelegt, dass ich hier eine Seite habe mit einer Tasche. Da ist nur so ein Fähnchen drauf. Dann habe ich hier eine Doppelseite, die jeweils Papier drauf hat. Designpapier. Das kann man so reinschieben. Und so habe ich 4 Seiten, wo ich was drauf machen kann. Und auf der Rückseite ist ganz einfach so ein Aufklappmechanismus. Und die Seiten sind alle gleich angelegt. Beim Bären habe ich einfach so gespielt, dass der Hintergrund immer anders ist. Da habe ich eben, wie gesagt, schon 3 davon habe ich schon gemacht. Von den Seiten. Und den Bären habe ich 4-mal gemacht, weil wir machen jetzt zusammen noch die 4. Seite. Um die Basisseite zu machen, habe ich hier ein Papier. Das ist 200 Gramm Papier, ein weißes einfach. Das ist 16,5 cm mal 14,5 cm. Dann habe ich das auf beiden Seiten bei 1 cm gefalzt. Und dann habe ich eine zweite Seite, die ist 14,5 mal 14,5 cm.
Und die beiden kleben wir jetzt aufeinander. Hier einfach gucken, dass oben dann der Kleber nicht rüber quillt, weil sonst klebt ihr euch die Innenseite an. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich mache hier mal die erste Seite. So dass das eben innen nicht festklebt. Und dann noch die zweite Seite. Auch hier sicherstellen, dass es nicht innen drinnen festklebt. Und wenn das jetzt hier ein bisschen übersteht, könnt ihr das ganz einfach abschneiden. Und so haben wir hier schon mal eine Tasche. Jetzt, damit ich nachher weiß, wo ich das Designpapier anbringen muss, nehme ich jetzt diese und falze das hier auf der Seite bei 1 Zentimeter. Das heißt, ich lege das so hin, dass die Klebelaschen hier auf der Rückseite liegen, die Tasche auf der Seite. Das drehe ich um und falze das bei 1 Zentimeter. So, dann haben wir schon mal unsere Basisseite. Da kann ich jetzt schon mal die Mattung drauf machen. Und hier habe ich 2 Seiten oder 2 Mattungen, die sind 14 cm mal 13 cm. Und auch hier habe ich die Ecken abgerundet. Dann haben wir schon mal diese Seite mit der Tasche. Die Tasche klebe ich hier innen drinne nur so mit einem kleinen Streifen fest entlang der Falzlinie, weil dann ist sie nur noch auf einer Seite offen. Dann für das Element, was ich hier jeweils reingeschoben habe, brauchen wir 4 Mattungen und natürlich die Basisseite. Die Basisseite habe ich geschnitten auf 26 cm und habe es bei 13 cm gefalzt und in der Breite ist es 14 cm. Die Mattungen für drauf sind 12,5 cm und in der Höhe 13,5 cm. Und die kann ich jetzt hier auch draufkleben. Dann haben wir schon mal die Lasche, die hier in die Tasche reinkommt. Das ist das Element und dann für die Rückseite habe ich hier noch was gemacht. Und zwar ist das Element 16,6 cm gefalzt bei 8,3 cm. Und von der Breite her ist es 8,3 cm. Und dann habe ich 3 Mattungen und die sind alle 7,8 cm mal 7,8 cm. Und zwar sind es nur 3, weil eine Seite klebt hier drauf, da brauche ich natürlich keine. Mal kurz gucken, wie ich das haben will. Und dann kann ich das noch auf die Rückseite draufkleben.
Und so haben wir schon unsere 4 Seiten fertig mit diesen kleinen Zwischenlaschen, wo man hinten auch noch was draufkleben kann. Das ist das, was reinkommt, und jetzt kümmern wir uns noch um die Außenseiten. Hier habe ich ringsherum einen 2 cm breiten Rand. Das markiere ich mir nur kurz, damit ich die Graupappe schön mittig drauf bringe. Dann zeichne ich mir auch hier die Ecken kurz wieder an. Dann das Papier so ein bisschen umlegen und festkleben. Dann können hier die Mattungen drauf, und zwar, genau, außen will ich dunkle, innen will ich die helle. Dann haben wir schon die Rückseite, und dasselbe mache ich jetzt noch mit der zweiten Seite. So, jetzt haben wir das alles quasi vorbereitet, und ihr seht vielleicht hier so ein bisschen, ich mache die Außenseiten immer ein kleines bisschen größer, und deshalb mache ich das so, dass ich bei den beiden Außenseiten mir auch wieder die Mitte kurz markiere. Das ist hier rund bei 7,5, wirklich nur ganz fein. Und so kann ich die schon mal stanzen. Kann ich auch hier diese Linie wieder ausradieren. Und hier werde ich mal gucken, soll ich da noch ein weiteres machen oder nicht? Ja, ich mache auf beiden Seiten noch ein Loch. Respektive, doch, das passt. So, dann haben wir schon mal die Außenseiten mit den kleinen Pilzen drauf. Jetzt für die Seiten habe ich mir auch kurz wieder eine Schablone gemacht, einfach in der Breite der Seite und die Mitte eingezeichnet, damit ich das hier kurz vorstanzen kann. Und so weiß ich, dass ich das Ganze hier auf der Seite bei 9,3 anlegen muss. Dann wird es stimmen. Das heißt hier 9,3. Und einmal stanzen. Und so gehe ich jetzt quasi durch. Und bevor ich das jetzt aufeinander bringe, mache ich hier noch kurz meinen kleinen Bären drauf. Und hier verwende ich die weißen Discs.
Und jetzt seht ihr, es hat zwar am Anfang ausgesehen, als ob das nur wenige Seiten wären, aber ihr kommt halt dann mit dem ganzen Material schon, ne, füllt ihr das Ganze. Trotzdem kann man es eben, das ist schön an den Discs, man kann es immer noch super wenden. Ne? Und ihr habt wirklich auch genug Platz. Ihr könntet hier was draufbringen, hier hinten dran. Hier habt ihr eine Doppelseite, zweimal sogar. Hier habt ihr eine leere Seite. Dann habt ihr hier nochmal 3 kleine Seiten. Könnt auch ringsherum noch Sachen machen. Das heißt, ihr habt wirklich reichlich Platz, um Dinge anzubringen, die ihr da in dieses Scrapbook reinpacken wollt. Ich finde es super süß. Und ich dachte immer so mit diesen Discs, es ist wackelig, aber ne, also es hält wirklich gut. Also die Seiten kommen auch nicht raus, wirklich hält super und der Effekt ist halt einfach super cool. Also ne, das als eine Option. Und das sind die 3 Projekte, die ich euch mit der Disc Cinch Mini zeigen wollte. Ich finde das Gerät super, wirklich. Puncht wirklich auch durch ganz dicke Materialien, weil na, das war ja nicht nur die Graupappe, sondern da sind auch noch mal ein paar Lagen 220 Gramm Papier oder 200 Gramm Papier drauf, also schon ordentlich Material und die hat wirklich super durchgepuncht. Und eben auch, ihr könnt nicht nur diese 4 machen, die angezeichnet sind, sondern mit diesem Guide hier könnt ihr dann auch noch weiter, also mehrere anbringen. Die Discs, ihr seht, ich habe immer noch übrig, je nach Projekt, ne, ihr müsst auch nicht immer über die ganze Seite, manchmal reichen auch 3. Ihr macht es einfach so, wie euch das dann gefällt. Ne? Und eben das Schöne, man kann das dann jeweils auch austauschen, was drinnen ist. Hier zum Beispiel, ne, wenn das Jahr um ist, kann ich einfach diese Seiten mit den Wochentagen ändern, die rausnehmen, fürs neue Jahr reinmachen und kann den auch nächstes Jahr wieder verwenden. Hier Notizseiten, ne, die ich austauschen kann, wenn das Ganze voll ist und eben auch hier, wenn ihr solche Trenner oder Markierer reinmachen wollt, die könnt ihr wunderbar rausnehmen und irgendwo anders einfach wieder drauf machen und gut ist. Ne? Und eben beim Scrapbook, da ist es jetzt nicht so, dass man Seiten austauscht, aber hier finde ich halt den Effekt extrem cool. Und das war auch schon alles, was ich euch zeigen wollte mit der Disc Cinch. Ich kann es definitiv empfehlen, wenn ihr solche Sachen gerne macht. Die Ringbindung ist eine Variante, aber die ist schon auch sehr cool. Das war es auch schon. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch die Ideen gefallen haben und ihr da wirklich auch Lust habt, das selber auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!